maar eens niet leven Kjoakj. Welkom to Gottesdienst live. Ik freue mich, dat die euch schon hast en ik freue dat die woest in de familie te gebruiken. Die woest met de familie te een makkelijke plaats nemen, een ruhige plaats. En wel we een goede en gezegende Gottesdienst hebben. Dankzij Jezus voor deze morgen. Dankzij dat u ons de gelegenheid geeft dat we kunnen over deze weg Gottesdienst hebben en die aanbeden, die loven en meer van die woord hier en leren. Had ik vreugd u woest deze ganze Gottesdienst zegenen en zegenen aan zijn zondag en ook deze ganze tijd, wanneer we zo jaren willen wel wie de Kjoakj zijn, wie het gebied over wie thuis blijven maken haar, sie bij ons en geef ons geduld voor deze tijd. Amen. Ja, we zijn God sei dankbaar voor technologie en voor internet, dat we kunnen over deze weg Gottesdienst hebben. En een paar jaar geleden las ik zag ik een beeld op Instagram en daar zei dat het dit. De vriend zei, yes, ik kan die in alle tomen deze tijd. Dan zeg ik dat ook ja. Want ik heb dus in ieder huis een frisse Kjoakj opgemaakt. En dat is wat we geloven dat. Dit is een tijd waar God zijn woord zich veel langer uitspreiden dat. Wens technologie en deze live video's die künftig für wieder als van wie bus aan het Kjoakj zijn. So, waar we God dankbaar zijn dafür. En ik merk die moment dat die woord deze live video compartir, op Engels heißt het sharing, en die internet, en die Facebook, wens ganz sicher hast die vrienden wat ik niet ga, oder wat we alle niet gaan. En over de weg van wie dat alle dan compartir, dat merkt dat we dat God zijn woord weerkomt en dat meer mensen kan God zijn woord hier. En nu dit wel we dit ook nu op YouTube uploaden. En dan kost ook daar dat den video zijn. Wanneer je nog niet hast die subscribe, nu niet leven channel aan YouTube kost dat doen. En dat die de video's allemaal krijgen dat van de frisse video's zijn. En even de weg wel we als Kjoakj te wolsen. En wel we God eeren en God dankbaar zijn dat hij ons de gelegenheid geeft dat we even deze weg kan allemaal zien woord weer leren en studeren. So ik nu wel we even switchen naar de Aunbädungstijd. So wel we God en onze Hiezer aanbeden en mocht God ook die deel en even zegenen wanneer we nu aan de Aunbädungstijd nemen.
है तेरा मी hänger on. Dina shine है तेरा mi hänger on. Jag kan leva här, jag ser han, jag ger dig hålles här. Dina shine है तेरा mi hänger on. Dina shine है तेरा mi hänger on. Dina shine है तेरा mi hänger on. Jag kan leva här, jag ser han, jag ger dig alles här. Dina shine है तेरा mi hänger on. Min ganze Leben wirst du trygg. Min ganze Leben wirst du Geld. So Geld, solange du mir erst noch leben. Wo ich sing, Sonnenschein her von Gott. Wo ich sing, Sonnenschein her von Gott. En kärleksfull brand förvässaren för man. Det känns som video, det känns som video. Jag like success and live. Not dollar beställning. En flexible headache, en flexible headache. Vågnar as die hard. Sing med mig vågnar as die hard. I pressen av vågnar, vågnar as die hard. Från norr från kollektiv. Varenda jag vilket blev tidens alltid God.
yes, wir dort nicht eine schöne Anbetungszeit. Preis Gott. Wir sind Gott dankbar für diese Zeit. Nicht weil wir ewig gehen, nur eine Zeit, wo wir geben wollen. Und wir als nicht leben glauben, dass es so wichtig ist, dass wir immer ehrlich sind zum Geben, dass wir immer reich sind zum Geben. Geben ist ein Ding, dass das uns geht, wenn wir geben, dass das dem Nächsten geht, wenn er kriegt. So das meint so viel, du als Life untereinander. Und es sind verschiedene Wege, wo wir geben können in verschiedene Städte. Aber gerade nu als die Gelegenheit, dass wir noch nicht Leben geben können. Für wir wiedergehen, will ich ein paar Vers lesen. Das ist von 2. Korinther, Kapitel 9, von 6 und wieder. Denkt daran, wer sparsam seid, wird auch sparsam ernten. Wer aber mit voller Hängen uitstrebt, wird reichlich ernten. Und jeder Soldat, was er sich am Hort vergenommen hat, mit Frieden geben und nicht bemacht. Gott ist der Gott, der mit Frieden geben. Wir sagen eben, dass Gott hat einen guten Gefallen an, wenn wir mit einem Freude Hort geben dann. Und so, wenn wir nicht in das Gebiet sind von der Kjoakj, haben wir für andere Wege, wo wir geben können. Eine Wahl ist, dass die Kosten eine Transferenz bankaria machen. Wenn es nicht leben, das ziemlich nie ist, als dann ich habe nicht leben ernommen, der Bankrechnung, aber hier setzt die Information. Der Titular ist Jakob de Wol und dann du hast dann alle Informationen, wann die nicht leben geben das. Eine andere Wahl ist, die kostet auch, dat, wenn das nicht die Möglichkeit ist für die, kostet die auch Geld bis Fachlein in die Bibel oder somewhere. Und dann, wenn wir uns die Strafen tun, dann kostet die dort nur die Kjoakj bringen. Und für wir wiedergehen, will ich Gott danken für das Opfer. So Dankeschön, Jesus, für, dass du uns immer versorgen lässt, dass wir immer ehrlich geben können. Und Dankeschön, dass du immer uns geben lässt, dass du uns ein frohes Hort geben lässt. Dankeschön, dass das ein Segen ist für uns, wenn wir geben. Und wir freuen auch, dass Geld wird ankommen wird, dass du das segnen wirst, dass können auf der rechten Stelle gebraucht werden. Und wo du wirklich den Kontrolle hast über dass ja wird ankommen wird, und müsst du auch die Menschen geben, segnen, die du geben dann. Amen. Und merkt das so schön als möglich, war nicht zu lang mit geben, dass du da nicht von vergeten darfst und dass die Gott kost gehorsam sein an das. Mag Gott die wirklich segnen. Ich bin auch so dankbar, dass ich Port von dieser Online-Gottesdienst sein. Ich bin hier in Brasil, eins von denen in Bolivien. Und von der ersten Tag habe ich alle taub getan und wir können alle nur an unserem Herrn Jesus Christus kommen. Aber vielleicht fällst du die gleich so gut von dir. Ich weiß, du bist eins von jenen, von der viele sich sehr aufgedrängt. Und du bist eins, der viele so, als wenn du eine Sache hast von 20, 30 oder noch länger Jahre trägt. Und er denkt, er kann nicht fair weg, wenn es diese eine Sache. Vielleicht hast du das eine, erst trägt war im Alkohol gefallen, oder hat mit das Schmecken trägt angefangen, will so hier abhören, will das nicht mehr tun, aber irgendwo das lässt an nicht hoch, kann das nicht hochlassen. Vielleicht bist du eine Person, du hast noch niemals wirklich Jesus angenommen. Du bist noch niemals daher was, als du wirklich eines der aus Gerat oder als du nie gerat bist, im Himmel kommst, wenn du gestorben ist. Ich weiß nicht, wo deine Leo ist. Ich weiß nicht, wo du von der Stunde ist, aber ich glaube, du weißt das ganze Leben. Ich weiß, der Herr Jesus, was die sagen, wenn das recht ist, dass du von der Jesus annehmen sollst, dann wird er die dort an dein Hort weiterlassen, er wird die raupen. Er wird die raupen, wenn das von der Zeit ist, dass du aufleiden ist. Und ich möchte uns einen Bibelvers lesen, der ist so gut für unsere Zeit. Das sagt so in Jakobus 1, Vers 21. Leg alles auf, was arm ist und was schlecht ist, und nehmt das Wort wellig ab. Dort ein Jünd geplant ist, und die Kraft hat, jene Seilen zu retten. Das fängt hier an mit sein, leg alles auf, was anrein und schlecht ist.
Ich möchte die von dir einladen, Sachen aufzuleihen. Wenn du ein Denk hast, was die so bedrängt hat, oder was die in der letzten Zeit so den Hort raufgedrängt hat, oder der Alkohol, so ich gerade so sehe, oder vielleicht hat die Mara, die Paar, was du sagst, als du noch jünger wirst. Oder vielleicht hat irgendwer die Abgas verheft, oder das irgendwas passiert. Oder ein Onkel hat die missbraucht, als du ein kleines Mädchen wirst. Ich weiß nicht, was das ist. Aber das von dir eine Sache, was Jesus will haben, was du hängen sollst lassen. Und dann ist der andere Aprell. Dat Wut Gottes, wat nie geplant is, dat kon was en dat du kannst seilig worden. So wie willen nu twee gebeden doen. Dat eerste wil we doen, wanneer du irgendwas in dein Leben hast, en du wirst dat afloten, en du wirst dat afleiden, dan wil ik met die twee beden, en dat du dat kannst met de kracht van den Heiligen Jezus tagloten. Wel was is dit beden. Heilige Jezus, ik vraag die jef mij de kracht, deze zaak nu im Namen Jesus Christus tag te laten. En deze zaak, dan nu dien, dat nu zei, op luides, wat u was tag laten. Zij dat en breng dat voor den Herrn Jesus. Du weet krijg wat ding dat is. Ik wil dat nu met de kracht van de Herrn Jesus tag laten en ik wil zo worden als du dat was gaan. Want ik wil ver weg komen en ik wil ohne deze last van mijn leven weer leven. Weet je wat? In die naam Jezus. Amen. Weet je wat? Wanneer du dat met je bed hast, dan heeft de Herr Jezus die geheerd en hij wil dat du dat kost afleiden. En weet je nog wat? Du kost deze zaak, van dat een physische ding is, du kost het verbrennen, oder wegschmieden, oder tweemerken, omdat die dat niet meer aftrekken deed. En nu mocht ik nog met die beden. Du wat du feils, ik ga den Herrn Jesus nicht mehr, ik zie verloren. Ik go voor hem aan de haal nemen, want dat is dit met mij wieder hier. Du kost nu krijg met mij te beden en den Herrn Jesus Christus aannemen. Zij is dit met mij. Lieve Herr Jesus, ik dank die dat u voor mij gestorven en opgestorven bent. En ik vraag die nu, verjef alle mijn zinden en wasch mij ganz rein, dat ik kan schneiden zijn. Ik wil dienstje zijn. En dankzij u voor Jezus. In die naam Jesus. Amen. Wanneer du met een ganzen harten daran glaubst, dat de Herr Jesus Christus dien Vader is en dat du zijn kind kan zijn, dan vergeeft hij die nu. En dan heeft hij die vergeven en hij heeft die als zijn kind aangenomen. Du bist nu dat kind van den onze Gott im Himmel. Stel die voor, wat wunderbar. Een applaus voor die, wat herrlich is dit niet. Jezus en de engel, de vier im Himmel, nu krijgt met die. Mocht du gesehen sein. Und wenn du noch mal eine Halbbrücke ist und du mit dit über irgendwem reden weißt und du weißt nicht wem, dann schreib uns auf Facebook hier in Leben Kjoakj oder schreib uns auch noch Meierteken 59177884479. Das ist eine WhatsApp-Nummer und die du uns schreiben kannst und wir wollen hier mit dir reden. Mocht Gott die sehen und wir gehen nu wieder mit dem Gottesdienst. Marius Keala. Ach, ik bang me al zijn nou kind. En ja, van dem waar kind war eine Geschichte vertellen. En so, veel zijn nog hier weer een Geschichte van wo Jezus gestorben wird en wo der abgestoßen wird en dat er nu leven wird. En van dem wil ik een Geschichte vertellen van wat Jezus wil haben, wat wir sollen doen. Jezus wil haben, wenn wir Jesus anhört haben, und wenn wir Jesus angenommen haben, dann will der haben, wir sollen andere Menschen lieben, wir sollen andere Menschen gut sein, und wir sollen gute Dinge tun für die. So, von dem war ich eine Geschichte vertellen von den Mitgliedern der Samariter. Ich weiß nicht, vielleicht hat er eben gehört, aber es hat noch mal einmal sein, eine Geschichte ist nicht bloß eine Geschichte, das ist irgendwas, was wir da lernen können. In dieser Geschichte, Jesus die Menschen vertrauen, besonders die nur ein Schriftgelehrter, ein Lehrer Mann wird, der diese Geschichte vertrauen. So, der sagt, du hast einen Mann, der geht auf einen Weg, nur eine Stadt. Und der ist ganz gesinnt und der will seine Arbeit tun. Aber dann auf einmal dann kommen die Männer an und kommen den entgegen und dann den vertieren und dann nehmen den alle Sachen weg, nehmen den Kleider weg und den looten den du Mist
dort gekillt auf dem Weich legen. Nehmen all seine Sachen und dann sind die waren weich. Und dann legte du so mit seinen Winden und so hoch dort und den fang und kalt zu werden, fang und den Oven fang und bezahlt zu werden. Und das Mond, der legt ein Lied, somebody soll über für Lenkung und dann war der Hand, der soll den mitnehmen. Wenn es der König selbst tun, der Hand den so schlecht behandelt und Hand den so verwendet. Und dann kommt du ein Mond und dort ist ein Prophet und kommt du mit seinen Bürger oder mit irgendwo kommt und dann sitzt dieser Mond da, check den bisschen nur den, winkt den bisschen Raum und dann fährt er vorbei. Laat den die Wohns liegen. Und das Mond, ich dachte nicht, wo der soll mich mitnehmen. Und dann stürzt die wieder, und dann kommt noch ein Mond, der hat Levit. Und dann, das sind gute Männer, das sind ferne Männer, die glauben, wir sind gute Männer, wir tun immer gute. Und dann kommt die auch, und dann hofft die, seht ihr denn durch? Das Schwingchen ist blutig, und ich habe meine reine Kleider an, ich war mir nicht Schwingsch mehr an. Was taucht nun? Und dann fährt er auch vorbei. Und dann, auf einmal dann kommt ein Samariter. Und weißt du was? Zu Jesus seiner Zeit, diese Samariter, da wären Menschen, die keiner leben können. Die können die nicht, die gleichen die nicht. Da wären schlechte Menschen für die. Und alle, die Jesus heißen deuten, aus der diese Geschichte vertrauen deuten, aus der Samariter seht, dann denken die, dann dachte er noch, hey, der redet von einem Samariter. Was hat ein Samariter? Der wird bestimmt auch nach Schlachtung, ne? Wir glauben ja. Und dann sagt Jesus, wir sind ganz ungespannt. Was wird der sein, was der Samariter getan hat? Der hat den bestimmt dann getan. Und dann sagt Jesus, der Samariter, der klopft von seinem Bürger auf. Vielleicht hat er noch Angst gehabt. Aber dann wird gewollt, dann nimmt er mit seinen, was verwendet wird, nimmt er an, der den ab seinen Bürger nach, soll abpassen, dass er nicht gut weidern, wenn er hat alle wen schlimmsten, der den ab dem Bürger nach, und dann geht bezieht, lädt den Bürger, und dann geht er im Hospital, und dann seht ihr, dort den Gold besagen, dort den Winden alle besagen, und dann hier, nehm nach das Jahr, er kann kleine Passiert, nehm nach dort, und dort, wenn irgends mehr ankosten sind, der wird morgen kommen, betont. Dort sind ganz sehr gut behandelt. Mir wird, die kriegen alle mit große Ehren. Oh mein Gott! Ein Samariter, der hat diese Menschen nicht gehalten. Die Menschen können dort nicht leiden. Aber weißt du was, wenn wir Jesus anhören, wenn wir Gott leben dann, wo wir Menschen Gott tun waren. Und der Samariter, dass die willst, dass die Gott leben dann. Und dann die anderen Menschen auch leben. So, wenn wir wollen, andere Menschen leben, wie Gott leben dann wollen wir wollen andere Menschen leben. Ich merke, in seiner Mut, dass immer Gott zu anderen Menschen, und wir wollen nicht nur noch ein Kraft wiesen, was die Tüß auch können tun. So, da. Okay, wir sind hier taub. Lila wat mich van deel halten. Wir haben geleerd dat wenn Jesus in uns wohnt, in uns Hart wohnt, wir können Gott anbeten, wir können Gott freuen und uns Hart ganz voll Leben machen. Und wenn uns Hart ganz voll Leben ist, Lila, und dann bestimmt wollen unsere Hänge auch wollen halten. Eerst is ons Hart ganz voll Leben und dann wie ist wieder Leben, der unsere Hänge wie dan andere halten. Und so, ich habe ein bisschen Papier. Das ist vielleicht ein bisschen stiefes Papier, aber ihr könnt das normal irgendwie Papier nehmen. Da brauche ich klar sein, aber wenn wir von Leib reden, dann habe ich rot. Okay? So, ein Ziel ist, ja, Kinder, mit jener Mama ist halb oder Papa ist halb. Kann je dort jener Finger steht, okay? Eerst stel je in papier, tape.
Toplein. Een tooplijn, oké. Dat je een papier tooplijn. En dan Kinga, dan neemt je een hang. En dan krijg je dat je toopje ligt is. Merkt een beetje een hoedje. Dus merkt dat je nog hand opstaan. Oké. So Lila, wat hier. Zo dit. En dan doe je je hand te start. Mol. Oké. En dan krijg je weer de handpot is. Krijg je een beetje het zwarte zijn. Of dan doe je hier best een klein beetje rond. Oké. En nu Lila, wel ik ga die zoals hier iets snijden. Oké. Vang ze dit aan. En dan doe je rondom iets snijden. Oké. Rond de vingers. En wenn Lila dit snijden. Haben dat een beetje boos merken dat had ik gisteren had ik al Lila er hand al eenmaal uitgesneden, oké? En zo, wanneer je dat eerst aan alle uitgesneden, mag zeggen dat je niet hier weer de vinger wird zijn en weer de duimes niet dort uitsnijden. Wanneer je dat opmerken wie dat opgelegd is, dan zal het een hoedje geven. En God vult ons hoedje met lijf en met onze hang dat we mensen lijf bewijzen. Oké? En wens Lila dit je uitsnijden en dan wordt er een beetje geholpen, waar we onze Bibelvers leren, oké? En Lucas is in de ganz Anfang van het Nieuwe Testament, kapitel 10, dat we weer deze Bibelgeschichte vingen. Lucas kapitel 10 ving weer de Bibelgeschichte. En ganz am Ende van de geschichte, wanneer Jezus van deze geschichte vertelt, dan zegt Lila, dan zegt Jezus naar de mensen. Dat is vers 37, oké? En dan werden we de top lezen. Het zegt, Jezus zei te hem. Kan je dat zijn? Hing erop? Jezus zei te hem. Dan go en doe ook zo. Ook zo. Zo. En Jezus zei te hem, go en doe ook zo. Wat zal hij doen? Wat zullen de mensen doen? Die zullen live wijzen naar al die wat erom zijn. So Lila, en dat is Lucas kapitel 10, vers 37b. Nou, wat meint B? Wat meint B? Dat is B meint, dat zijn 14 sentences. Was zijn sentences? Sätze. Maar als een Satz in de Bibelvers. De eerste Satz wird dan vielleicht A zijn. En we waren bis van de laatste part van de Bibelvers. En dat is B. So we waren Lucas kapitel 10, 37b. En dan Lila, waar we de top zijn. Jezus zei te hem, dan go en doe ook zo. So, good job. Lila, ik kan nog een vraag voor die. Hier zijn 4 vingers. Voor wem wirst du live wezen deze week? Tiago en Amalia en wer nog? 2 anderen. Oké, dat Sven zijn. Amalia, wem nog? Huh? Oh, kleine Eifje. Oké. En wer nog? Wer nog? Dat is Jake? Dat is Jake live wezen? Oké. En zo. Huh? Best Roy. Oké. Vielleicht Jackson en Lane. Kan je ook live wezen, ne? Wens die zijn thuis. Die ne Brüder. En zo. Maar weet je wat, Lila? Kan we wegvoeren tot Amalia en kleine Eifje live wezen? Kan we, ne? Maar weet je wat? Ik wil gaan du zoals deze week. Kannst du dir een WhatsApp-message schicken, een mensage schicken, en zeg ik, du echt die, du bist mijn vriend. Ja, en zo Kinga, vraag je mamas, tam je vriend er nummers geschreven, en dan kan je zeggen, wens wie kan ik naar de kiezer voeren, dan kan je een WhatsApp-message schicken en zeggen, weet je wat, du bist mijn vriend. En ik leg die. Ik vreem me om waar het hoop spelen, oké? Waar we dat doen? En dat we als een weg om God zijn life wieder wiesen.
Und so, hier ist die Potje von was Leila gerade gemacht hat. Und so, das ja, und Anna den Hoppen schneiden. Wir freuen uns sehr, dass wir Sinderschild tun. Und wir wünschen Ihnen Gottes Segen und freuen uns für nächste Woche wieder. Sehr gut, die haben noch abgerufen, nicht so? Diese Weg werden wir live beweisen noch wer. Und ich glaube sogar, besonders in dieser Zeit, wie wir bei sind, eine Mensage ist es dort, da kann viel tun. Ich weiß, ich kann so eine Ukraine von welcher Person, und ich kann versuchen, Pausen dort einzugeben, diese Weg, und ich glaube, das ist die letzte Zeit, und ich glaube, das ist eine Weg, für wir können einen anderen Mut machen. Sehr gut, wir sind kraken im März von dieser Botschaften, was wir merken wollen. Wir haben letzte Woche unsere erste Botschaft gehört, warum wir singen wollen. Und wir wollen von der Ware wieder gehen mit dort. Und so viel weg reden wir ein bisschen von, wo wir singen wollen. Und die Idee ist, dass wir singen wollen, nur Gott. Wer Gott ist, was er für uns zu tun hat, was er tun im Wort. Und so eine Sachen ist dort. Und diese Weg werden wir noch wieder an dort denken, aber wir wollen auch denken, was das Gesang in der Kjoakj, wie es glaube ich, wenn wir uns top treffen und wir singen, dann was der noch. Und wir wollen ein kleines bisschen dann ankicken. Bevor wir anfangen, lassen wir ein paar Vers lesen von Psalm. Psalm 66, das sagt das. Ein Psalm like Pferd zu singen. Juchte Gott alle Völker auf der Erde. Singt lobend seinen Namen zu ehren. Sagt allem, wie herrlich er ist. Sagt Gott, wie wundervoll sind doch deine Werke. Deine Kraft ist so groß, dass deine Feinde sich für dich kremmen. Alle Mann kann auf der Erde det die anbeten. Sie loben die mit Lieder, sie singen und loben wundervoll sind doch seine Werke die Menschen erhaben. David hat hier sehr viel Psalmen geschrieben, Lieder geschrieben. Und wir wollen etwas von den Lieder versuchen, selbst auch unterwandern. So wenn er sagt, dass wir sollen singen und wir sollen Gott loben, das werden wir dann auch tun, nicht so? Sehr gut. So, Menschen haben gesagt, ich habe das wirklich gesehen und besser studiert, und Menschen sagen, dort Singen in der Kjoakj ist eigentlich, hat immer zwei Richtungen. Eine die erste Richtung ist nur Gott, ne Hech. Wir singen nur Gott und singen, wie Gott er ist und was er getan hat für uns. Und dann die zweite Richtung ist, das ist horizontal, wie wir können sagen, er gleicht einer dem anderen, nicht immer. Und dort singen wir, dass wir einem anderen können anspornen, einem anderen können Mut merken, einem anderen können helfen. Und wir werden von der ein bisschen über dort reden. Wir werden von der uns zielen auf zwei Schriftstellen. Die erste ist in Epheser, Kapitel 5, die 18. bis der 20. Vers. Lass mich das mal lesen für die, und dann denken wir noch her, noch Klasse drehen. Es sagt das. Epheser, Kapitel 5, Vers 18 bis 20. Es sagt, und bedrängt euch nicht an Wien, wodurch je die Kontrolle über ihn selbst verlieren, aber wird voll vom Heiligen Geist. Red einer zum anderen mit Psalmen und Singen und jästliche Lieder. Singt und spielt im Hort dem Herrn zu ehren, und Dank und alles einmal Gott, dem Vater für alles in Jesus Christus unseren Herrn, seinen Namen. Dann wollen wir den nächsten Vers kurz lesen. Das sagt in Kjoakj Kapitel 3, kann ich da handrehen. Das sagt in der 16. und 17. Vers, das sagt das. Lot Christus sein Wort, rechtlich mankind wohnen. Belehrt und halb einer den anderen in aller Weisheit. Singt von einem dankbaren Hort Psalmen und jästliche Lieder, Gott zu ehren. Und alles, was je sein und daunen, dort in unseren Herrn Jesus seinen Namen. Durch dankt Gott unseren Vater. Und so, ich habe diese Woche ein bisschen studiert und mir wieder ein bisschen abfallen, weil wir denken dann an die Verse, die wir gelesen haben in Epheser. Da redet also von, bedrängt euch nicht an Wien, wo ihr die Kontrolle über ihn selbst verlieren dann, aber sieht lebe ihr Feld von dem Heiligen Geist. Und dann geht er von da und sagt, singt, Lieder, einer mit dem anderen Gott zu ehren, und so eine Sachen ist dort. Warum wird Paulus das geschrieben haben, bedrängt euch nicht an Wien, und dann sieht ihr Feld mit dem Heiligen Geist. Und dann singen. Wo passen diese Taub? Wir beten Frau. Und
En ik lees een beetje een prediker wat ik veel harsen doe en lezen doe. Hij zegt dit. Te die tijd in Paulus zijn deel, wanneer een persoon zich wil bedringen aan wien, dan moest hij zeer veel wien drinken. De wien te die tijd die was ziemlich zwak, mink. En wanneer een mens zich wil bedringen aan wien, dan moest hij veel aannemen. Mucho. En hij zegt, aber wie weten wat dan worden dat niet zo? Wanneer een mens bedronken is, wanneer een mens aan wien zo beïnvloed is, dan verliest hij controle over zichzelf. En dan zegt hij, aber, lever zie je veld met dem Heiligen Geest. En de vraag is nu, wat passiert dat? Wat doen we dat? En John Piper zegt, en ik glaube, ik wil met hem verstaan, met armen mensen schrift, en je staat dat hier ook van de klas, en ik zeg, het zegt, look God zien wordt rechtlich man kunt wonen. En we lezen ook een psalm. En ik zou psalm eind, de eerste paar versen, het zegt, je zijt als de man, die zijn vrede in dem Herrn zijn gezaad heeft. En zich dag en nacht damit beschäftigt. Die ist so als een boom en Woderstrom geplant. Der seine Frucht zu seiner Zeit bringt en de Blätter nicht verweiken, aangelenkt wat immer hij jet. En zo hij dat. En zo de Sache ist, dat hij zegt, wir sollen so sein, als een boom wat bezien Woder geplant ist. Wir haben diese letzte Week, gestern habe ich hier einen großen Vier. En in de fans hier ze bezien, ans wie wir hier wohnen. En wir haben über ein paar Städte, wo wir gewässert haben auf uns Hof. En wir haben das ziemlich loten mit von Bion von verjeten oder erzählt wieder. En die Städte verbrennen nicht. So das ist eine Sache, wie viel Wut da, ich denke ungefähr, wie wo der Strom ist, das erste Wut da nicht so. En die Beine, die da so wie so ein Wut sind, so eine Beine, die immer genug Wut kriegen, und die wachsen. En nicht bis dort, die wachsen mit einer Warteln, Deib, rauf. Und so sagt der Mann, der sich in Gott sein Wort beschäftigt, dem wird Gott sein Wort wertvoll ist, und der immer dabei ist, und sagt, in Tag und Nacht sich dabei fingen, der ist so ein Baum, der besieht ein Wuderstrom geplant ist. Und so, John Piper sagt, ein von den Wegen, wie wir können gefällt sind mit dem Heiligen Geist, und ich glaube, das stammt in dieser Vers hier ist, dass wir uns in Gott sein Wort fingen. Ich sehe in einer Gruppe, das Jahr habe ich entschlossen, dass wir würden, als eine Gruppe Personen, ich glaube, wir sind eine 18 Personen von ungefähr, dass wir würden die Bibel durchlesen das Jahr. Und das ist eine Anstrengung. Wir werden ein paar Wochen trägt, die weiten in Brasilien was, und ans Radio wieder ganz anders, ans Dachplan. Und ich kam mit über Schwank. Und als ich wieder in Trägt kam, musste ich dann weiter versägen, dass ich war, bei dem Tag kam, würde ich nicht treffen für den Tag. Und ich sage, no. 110 deel een lange deze reis. En dat is goed geweest. En dat is interessant, wenn wir die Schrift lesen, dann wir können Versen frisch immer weiter lesen. Und vielleicht der zweite, der dritte, der 10. oder der 300. Mal, was wir das gelesen haben, immer dann wird uns das offenbaren. Was nicht und was Besonderes. Und so wir lernen immer was. Wir können immer uns selbst dabei fingen. Und so, ich habe vielleicht die Bibel all durchgelesen. Das wäre wirklich eine große Anstrengung für mich. Und das ging schein. Aber er kann nicht sein, dass bis wenn ich das 4 Jahre getan habe, dort nicht genug wäre. Wenn es ist interessant, ich lese nie, und das ist, wenn ich das noch niemals gelesen habe, so lese ich gewisse Sachen. Und so das ist wichtig, dass wenn wir wollen gefällt sind mit dem Heiligen Geist, dass wir wollen mehr von unseren Gott lernen, dass wir in seinem Wort uns beschäftigen müssen. Dass wir müssen dabei sein, wir müssen lesen, wir müssen studieren, da denken, da verbeten. Sag Gott, help mich Dinge zu lernen. Help mich, dass du mir hier Dinge offenbaren wirst, dass ich was lernen mag von dem Wort von dir. Und das ist sehr wichtig. Und wir sehen dort waren, und nicht bis dort, aber Gott sein Wort sagt, dass wir sollen freuen. Wir sollen freuen, dass er uns den Geist gibt. Dass er freuen, dass er uns weiter frisch abfallen hat. Wir weten, wann wir Jesus angenommen haben, als uns persönlichen Heiland, der Moment, wo wir den Entscheidung getroffen haben, dann sagt Jesus, merkt, er wohnt an uns, und er merkt sich in uns tüß. Aber wir können gefällt sein, was meint die Fällung von den Heiligen Geist? Was ist das, wenn ein Mensch fall ist? Das ist vielleicht ein ganz anderer Thema, ich will nicht viel Zeit nennen. Aber das ist ähnlich, dass wir krank so sind, als das Person, die betrunken ist und auf Wien. Wenn es die Wien, die Person, die an Wien betrunken ist ganz 100% unter Kontrolle von der Wien.
Hij hat eigentlich nicht mehr, er merkt nicht selbst Entscheidungen für sich selbst, dass das Wien wird Entscheidung nicht merken hat für ihn, nicht so, wie er sich benehmen hat, wird immer. Und kriegst du erst, wenn wir fragen, wenn wir voll sind von unseren von Jesus Christus, wir voll sind von ihm, dann erst das waren wir uns hingeben dann, dort er die Kontrolle nimmt über uns Leben. Dort wir nicht mehr in unseren fleischlichen Türen leben dann, aber wir leben so, was er von uns wird verlangen. Und wir weit noch das allmählich. Das kann wir niemals nicht in unseren in die Kraft dann, dass wir so leben, uns Gott uns gefallen wird. Aber Gott gefallen wird. Aber wir können anfragen. Doch er uns halten das. Wir können sagen, dass die Frucht von Herrn Jesus nicht so in Galater Kapitel 4, dass Leib und geduldig sein, und Frieden, und selbstbeherrscht sein. So eine Sache ist dort, das können wir nicht immer über an uns selbst tun. Aber Jesus helpt uns mit dort durch den Heiligen Geist in uns Leben. Er kann dort wirken. Und so, wir sollen beten. Und wenn wir beten dann und wenn wir mehr von Gott lernen dann, das steht in Gott sein Wort, wir seien, wo Gott ist und was er für uns getan hat. Und wir seien mehr, wer Gott ist und was der Plan, was er für uns hat. Das ist so interessant, wenn wir durch das Alte Testament lesen, dann ganz mit dem Neuen Testament kommen, wo dort Plan eigentlich von unserer Radung und wo wir Gemeinschaft können haben mit Gott, dass den Plan auch von lang träger fair in Schaffen gewast ist. Und so dort können wir auch mehr Erkenntnis kriegen. Und wenn wir das tun, dann können wir anfangen, Gott zu loben und Gott zu preisen. Dass wir können anfangen, mehr zu singen von, was er für uns zu tun hat und wer Gott ist. Und weißt du, dann ist es sehr wichtig, dass wir singen da. Und es sagt, ihr singt, wenn wir kicken trägen in Kolosser 3, es sagt, Lukas im Wort wirklich man könnt wohnen, behaupt und lehrt einem und den anderen, in alle Weise und singt von einem dankbaren Hort. So dass wenn wir einem anderen lehren da und einem anderen halten, dann singen erst im Port von dort. Wir können singen und wir können dem anderen ein bisschen ähnlich predigen und dem anderen eine Botschaft bringen oder dem anderen, durch unser Gesang. Und kriegst du erst, wenn wir kicken wie sagen wir hier, in Epheser, das redet einer zu dem anderen mit Psalmen und Singen. Und dass wir können einem anderen anspornen, einem anderen Mut merken, einem anderen halten. Und nur wenn das ist wichtig, dass wenn wir in der Kjoakj sind, und das ist nie eine von der Zeit, wir treffen uns eben im Internet nicht so, und dann steht ein Tag irgendwo und ein Gebiet irgendwo, aber wir haben eine Aufgabe, dass wenn ich singen da, dass ich den Noba anspornen will. Dass ich den Mut merke. Weil es ist meine Aufgabe, als dein Bruder im Herrn, dass ich die halten da zu wachsen in den Glauben. Und kriegst du es meine Aufgabe, als es deine Aufgabe, dass du mich halten lässt. Dass wir einen anderen haben dann jenseits. Und das ist, was wir sollen sein. Und dass wir können das tun in der Kjoakj durch ein Singen. Und eine von den Wegen, wie wir das tun, für mich besonders, wenn wir singen dann singen wir die Wahrheiten von der Schrift. Wir singen das, was Gott sein Wort sein wird. Und ich weiß, für mich, das ist nochmal sagen, wie man da denkt um alles, was Gott für uns zu tun hat. Wenn wir denken dann, was er für uns zu tun hat, dann fangen wir an, diese Lieder zu singen. Ich sage nochmal in unserer Kjoakj singen wie Halleluja für das Kreuz. Und für mich ist das Lied, ich gleich das Lied sagen, aber das ist eine Strophe, was für mich immer sehr abfallend ist. Und es sagt, wo würde ich sein, wenn es nicht wir für das Kreuz? Wo würde ich sein, wenn es nicht wir, dass Jesus für mich sterben wird? Weißt du, ich wie verloren. Ich kann der Ewigkeit der Heil versprechen, wenn es nicht wir für Jesus. Wenn ich kann nicht dem Leben leben, was ich eigentlich wird verlangt sein zu leben, ein helles Leben zu starten. Ohne Gott nicht in Not. Und so, wenn wir das Lied singen, dann für mich ist das immer, mir redet das an. Wo würde ich sein, wenn nicht wir für das Kreuz? Und dann können wir sagen, Dankeschön, Jesus. Nicht so? Halleluja, Dankeschön, Jesus. Wir gefangen, aber nun sehe ich frei. Und das ist Gott für uns. Noch ein Lied, was für mich immer sehr anregend ist und mich sehr anspornend ist, wenn wir singen dann, das Lied dort ist Gott in dem Herrn. Das ist die zweite Strophe, das sagt, die sind, was ich habe, was mich so bedrückt, die leiden mich zum ewigen Tod. Und so, das ist sehr schwer, nicht so? Das ist sehr viel weg da sind. Aber das sagt, aber er starb da am Kreuz. Und ich drehe nicht mehr, die Leo von dieser Sünde, die Weg von dieser Sünde, drehe nicht mehr. Er starb da am Kreuz und ich drehe nicht mehr.
ich sie frei, preis dem Herrn. Und ich weiß, für mich, wenn ich das gesungen habe, oder angelegt habe nach meiner Kjoakj, dass es bis eben mir ganz bis heute kommen, das nicht so, und bis, Dankeschön, Jesus, weißt du, ich drehe meine Sinn nicht mehr. Das hast du für mich all gedreht. Du hast meine Sinnenschuld all für mich betont. Und wenn du das getan hast, und die sehe ich nicht frei. Was wunderbar, nicht so? Und das kann leider down zu uns. Aber weißt du, das ist dann wichtig, dass unsere Leider mit Gott sein Wort stammen, mit Gott sein Wort und Gott sein Wort die Grenze an wirklich. Es sind sehr viele Jugendliche, die kommen zu mir nach mir und sagen, hey, du hast das nicht Leid gehört. Hast du das Leid, ich weiß nicht, bei wem immer. Und meist immer muss ich sagen, nee, kann ich, wenn es jetzt vielleicht so vielleicht nicht nur harschen wird. Und sagt, na, was, ist das ein gutes Leid oder was? Und dann sagt, jo, das jetzt so schein, ich gleich das Leid. Oh, interessant. Jetzt ist das nicht schlecht, aber von wo redet, was sagen die wird? Und dann meist immer sagen, oh, ich weiß nicht, ich poste nicht sagen, ob noch die wird, ich höre nicht wirklich, was die wird sein, mir jetzt doch wahrscheinlich, gleich wird sich das sperrt und it's all gut. Aber hier ist erst ein bisschen vor. Weil die Musik auf irgendeine Weise wird unsere Emotionen, wenn ich deep in unser Seil endlich anschieren das. Wenn wir sehr dollet Musik hören dann, so wird vielleicht sehr dunkel aus, ich weiß nicht was, das merkt uns doll. Wenn ich ein sehr motiviert Leid höre, ich finde interessant, gestern, ich schaffte ein bisschen mit dem ganzen Livestream schon fertig zu kriegen, und Sachen mit ein paar Leute zu nennen, und das Leid hat keine Wert, der Bus will sich das sperrt. Er fragt mich, wo glaubst du heute das Leid? Wo merkt das Leid die hier sperren? Und sie sagt, wenn ich, mir merkt das schaftig, das Leid, das merkt mich beschäftigt von. Und dann kriegst du wie das Leid, das heute schaftig. Das wäre interessant. Und so, ein Leid kann uns merken, was sperren, was wir nicht bis gerade sind, was wir anders sperren können. Und so, es ist sehr wichtig, wenn wir glauben, was sich dort hier und das, vielleicht unsere Ihren besser killen, und uns hier sich das scheint. Aber wenn wir aufpassen, was wir noch herrschen dann. Weißt du, wir sind Gott sein Tempel. Der Heilige Geist lebt an uns, wenn wir Gott seine Kinder sind. Und wenn wir kicken dann, wir sind, das ich sage, in dieser Gruppe, wie wir lesen in der Bibel, wir sind 110 Jahre lang, wir haben große hier für die Tempelgebiet es werden. Und in diesem Tempel, wie eine besondere Stätte, der Heilig von Heiligen Städten. Und da ist diese Stätte, wie Gott sinj wird. Und die Priester, die Hochpriester sogar, die kommen das in diese Stätte einmal das Jahr nachgehen. Und die muss sicher merken, dass er alle die Regeln und alle die Sachen richtig getan hat. Dass er nicht mal einmal Gott sein Ohr hat, oder eben am Krieg, dass er durchgeschlagen wird. Und so fertig sein, die sogar zu haben, einen Strangraum sein Fout gebangen, und wenn er danach ging, und er einfach nicht richtig getan hat, und er immer durchgeschlagen wird, dass sie dem Ried schlafen können, und er nicht in Selbstwert das Leben muss verlieren davon. Und so, wenn Gott sinj wird, so herrlich ist, und es ist so wichtig, und wir so müssen aufpassen, was da so nachdenken, und Gott sinj wird. Und aber nicht, dass Jesus gekommen ist, und hat gesagt, für eine Abstunde, für Rebi von Jesus abgestunden ist von Dauten. Und wo er versprochen hat, am ein paar Tage wieder, wird er den Heiligen Geist schenken, dass uns Tröster mit uns merken sind, uns Helper. Und den Heiligen Geist lebt nicht an uns. Wir sind nicht Gott sein Tempel. Und so kriegst du dort, der Heiligtum, wo wir sein, ist an mir. Und so, wenn ich dann nicht alle Sorten Schand, und alle Sorten schlechte Gedanken, und alle Sorten schlechte Musik, was einmal in mein Tempel spielen, ihr dort Gott? Passt dort mit einer Bibel, was sein, dass ich sie Gott sein kennt? Gott sein Geist lebt an mir, dort wann ich es dort leider macht haben. Weißt du, wir sollen aufpassen, was wir in unserem Leben nennen. Und so eine Leute dort, die können wirklich zu uns reden. Ich weiß, was für mich ein Beispiel, was ich habe, ist nicht mehr Jahre träge, aber für ich und Bev uns befrieden, sogar für wir spazieren gehen. Schaff wie eine Sommertaub wie ein Campamento. Ein Campamento Biblico, wir haben Kinder, was dann alle Weg heim von verschiedenen Städten. Und wir haben einen engen Weg frei. Und so wir fuhren dann noch eine Stadt von ungefähr 5 Stunden offen, wie wir da wohnen. Und da wir Musik fast. Und ich komme mir noch zu klar erinnern, dass wir
Zondagsmorgens wie da, de zon schien, de schien dag en we schmaken blijven Himmel. En we waren daar. En we zondagsmorgens Gottesdienst. En er was een groep van de steeds wat gekomen waren. En zij vangen aan dat Aunbädungstijd aan te leiden. En zij zongen. En dat leidt een van de leider wat ze zongen, wat mij zei aanrühren bij den smorgens. Wir, wo scheint dem Herrn vertrauen. Weet je, ik had de laatste paar jaar verder, wie ik in Belize was, een jaar verder van wie ik in Belize was, en die ganze geschichte waar ik bedoel kwamen en we gaan zich bewezen had en beweegt had, en mijn hart en mank onze omgeving wie we waren, wie wirklich besonders. Gott hat, wir haben gebet, alle Donnerstags morgens, ist eine kleine Gruppe Personen von 5-6 Monaten, von der Erweckung manch die Jugendlichen. Und nur die Zeit, einmal, glaube wir, 6 Monate, Lothar von ungefähr, dann brüht Gott einmal durch, und es wird eine große Erweckung. Und Gott hat in mein Hart geschafft, und so viele Dinge getan. Und ich hatte sein, wie Gott treu wird. Und sogar bei diesem Kompliment, wie wir dann wären, ich habe die Werke 2 Pferde, wie in diesem Musikfest gefahren wären, hat wir eine sehr schwere Weg gehabt. Wir haben sehr viel Gegenstand gekriegt bei dem Kompliment, wir haben sehr viel Gäste gekriegt, was wir durchgegangen wären der Weg. Und wir haben für viele Gebet angefragt von verschiedensten Kjoakj und Personen, und dass die würden für uns beten, wenn es wie eine große, die Jen wird wie schwor. Und Gott beweist sich in deinen Wunder und hat alle solchen Dinge getan, da sind wunderbare Arbeit gemerkt. Und kriegt in der Zeit der Größe, ist echt gesagt, wo scheint dem Herrn vertrauen. Ich kann es sagen, Gott, du bist reich. Ich kann mich immer auf dich verlassen. Wenn du bist immer mit mir. Du führst mich immer durch. Du verlässt mich niemals. Du hörst meine Anbete, meine Gebete. Und Gott hat sich bewiesen. Und das Leid, das mich an, ich sagte, und das spitz bis es waren, bis den ganzen Jahr, wo Gott ist über mich kam, und bis der Thron gefangen an der Schälen, und ich bin so voll, bis Fried in dem Moment. Weten dat ik en God had, wat aan mijn zijde weer, wat ik nog gaan kan met erfurt, en hij immer weiter, door wird zijn met mij. En zo, dat is wichtig, dat wanneer we zingen dan, dat we oppassen dan wat we zingen, of muziek harten wat we oppassen we zingen, maar besonders in de kerk. Weet je, dat is een man, dat heet Nicholas Grandy. Ik vond wat opgeschreven van op radical.net. Ik word half in Engels geschreven, ook met dat best even zaten voor jullie. En ik word verzekerd. Hij zegt dit. Ons beroep is gleichlied, is niet bloos te zingen, aber te zingen van de waarheden van onze God. En Zeugnis geven van ons geloven en arm. Deze soort gezang, als dat vrucht wordt wiesen dat de Heilige Geest in ons leven werken dat. Weet je, wie gaan der, en hij zegt, wie gaan in der Tiden, wie we vielleicht alles goed is, en ze zijn hoog op een borg, we zijn op een spitsborg, en leven jetzt nachts zu scheinen. Und dann in dem Moment ist es einfach, und leicht Gott anbeten, nicht so? Aber nochmal dann gehen wir in eine tiefe Tour, wir leben schwer aus, nicht einfach aus. Und das geht vielleicht nicht scheinen, in dem Moment ist es sehr schwer. Aber er sagt, dass willst wir singen, und wie Gott sie Namen abheben dann am Anbeten, am Loben, am Preisen, sie Namen zu verherrlichen. Damit einmal fangen wir in unseren Hort, wo er sich berühren hat, und wir denken dann, jo, unseren Gott ist gut. Jo, er hat meine Sinne vergeben. Jo, er hat mich frei gemacht. Jo, er ist mit mir. Und diese Worte, die waren wahr in unserem Leben, und mit einmal fangen wir an, deeper und deeper zu glauben. Und damit einmal sind unser Leben vielleicht nicht ganz so schwer. Die Tool, wie wir werden sind, vielleicht nicht ganz so dunkel. Und mit einmal dann fangen wir uns an, fangen rüberzukommen, und wir können Gott loben und an preisen, für wer er ist und was er für uns zu tun hat. Er sagt, was wir singen, das hat eine große Bewegung. Wenn es Gott braucht, uns zu sagen, zum uns einer den anderen ansporen, im Glauben. Und so, da hat uns gesagt, wir sollen singen. Paul redet davon, wo wir sollen Gott singen, wir sollen Gott loben, am preisen, am anbeten. Aber willst wir dort tun, dann mit den Noben, was besiegen wir sagen, da hier das auch, was ich sage. Und ich weiß niemals nicht, was in seinem Leben angegangen ist, der Weg. Vielleicht fühlt dass dort von wer hier in das, mit einer Lieder, Frauenstamm,
dat onze God groot is, as wie van je gezongen hebben. Dat onze God almachtig is, en über alles is zijn naam. Dat hij über alles de Überhand heeft. Nicht so? Wenn wir dort anfangen zu denken, maar immer dann haupt uns doch von unseren schweren Tiden vielleicht zurückzukommen, dass wir machen noch Jesus kijken. Wenn wir wissen, dass Jesus ist über alles und er ist größer als irgendwas. Und wenn wir das dort tun, das ist wann wir eigentlich einer zu dem anderen predigen dann. Dat ik eine Botschaft bringt für die und dat die für mich. Und das ist wichtig. Und vielleicht sagst du hier von der Deel, weißt du, ich kann eine schlechte Stimme. Ich kann nicht singen. Wenn ich singen doe, dann ran die Kinder voort. Ich weiß nicht, jetzt ist so schlecht. Aber weißt du was? Gott hat die Stimme gemerkt. Gott hat die erschaffen, so ist die best. Und er hat gesagt, wir sollen singen. Er hat nicht gesagt, wir sollen Schein singen, Schmack singen. Er sagte, wir sollen singen. Und so, wenn die Stimme nicht so schein ist, vielleicht das andere, aber singt. Wenn es mir fehlt dort, wenn ich nicht gesagt habe, die bei sie mich dessen, die singen das. Kriegst du das, was dir fehlt, das ich da. Und es ist wichtig, dass wir einem anderen können ansporen, das Stoff. Wenn es Gott will haben, dass wir uns euren anderen, als Brüder und Schwestern haben, dass wir einem anderen mit uns halten, dass wir durch das Leben durchgehen taub. Und das tun wir durch unser Gesang. Und wir sollen auch singen von unseren Worten. Nochmal ist es nicht einfach, aber wir sollen singen dann. Und von der aus ist interessant, Edward schreibt mir Mensage und er sagt, er hat was gelesen in 3. Mose. Und wo was gesagt dann kann, nicht so? Wenn wir wirklich uns seinen dann in der Strafe, wir seinen, wer wir sind für Gott. Und wir seinen, wo neidig wir aufhängig, oder wir aufhängig sind von ihm. Dann sah wie das dann sagt, die Israeliten, die sind hier gekommen, die haben Opfer gebracht, die haben Osten geschlacht und die auf den Altar abgetan. Und als die Sachen mit einmal, sagte er, und da gingen Flammen von dem Herrn, so von Himmel stelle ich mich vor, und verbrennen das Brandopfer aus dem Feuer auf dem Altar, oder Fahrt auf dem Altar. Als die ganze Volk dort sagt, schrien sie für Frieden und schmeiten sich Aunbädunk mit dem Gesicht auf die Erde. Das ist in 3. Mose 9, 24. Und so, wenn wir einmal das sein dann, weißt du, was Gott für mich tun hat, ist so groß. Ich sehe vielleicht von dir und Leo, wie ich, es ist Edward schon redet, vielleicht sehe ich, ich habe Trouble mit vielleicht trinken, oder mit das, oder mit Jant. Aber weißt du, Gott hat gesagt, dass die Freikost sind. Und er will die frei merken davon. Er will die halten. Und weißt du, wenn wir die Person bei mir sagt und die das singen, dann kann ich auch sagen, weißt du, mir fehlt die, Jesus. Ja, mir fehlt die. Das ist das Leid jetzt. Ein Leid, was wir müssen wirklich, was ich sage gleich, das sagt, dreh deine Augen an Jesus. Und kick in sein starkes Gesicht. Und die Dinge von dieser Erde, die schwere Tiden, was wir durchkommen, die wollen anfangen, doof zu werden, wenn wir kicken dann, wo verherrlich und wo Dach und Gott und Groß unser Gott ist. Weißt du, wo wir singen, wo wir sind. Ich weiß nicht, wo die falsch von dir, die falsches anbeten, dann da. Wenn die nicht falsches anbeten, dann da auch. Wenn's wir sollen singen, sagt unser Gott. Zum Schluss lass mich bis einmal sein, was wir sollen sagen, ist David in Psalm 29. Sagt, Herr, ich will ewig von deiner Treuheit Leib singen. Und ich will immer und immer davon reden, wo treu du bist. Ich behaupte, dass deine Treuheit Leib ewig vorsteht. Und dort immer sich so sicher auf die, und dort einer sich so sicher auf die verloren, dort auf Himmel selbst. Ich kann, so sicher als ich weiter dort im Himmel ist, wenn ich rückkicke und ich sehe, das sind Stirn und das sind Sonne, so sicher als das dort ist, kann ich mich verloren auf mein Gott. Er ist treu. Er will mit die sein von dir. Er will die halten. Singt mit einem frohen Hort nur unseren Gott. Wir wollen noch ein paar Mal leider, oder ein Lied nach Taub singen. Möchtest du mit uns Taub singen, ähnlich ist das in Gebet. Es sagt, Jesus, sieh das Zentrum. Und mein Hoffnung in Gebet ist diese Werke, die kann sein, sieh meine Kraft, sieh mein Leid. Jesus, singt mit uns Taub. Jesus,
seed of Santa, see me in a hope and me lay eyes seed of Santa, see me in the grove and me light eyes seed of fear, type and me, seed I wins, die me fears, see me leben, hand me see, Jesus, see me the holy, see me the seal and me by seed of fear, type and me, seed I wins, die me fears, see me leben, and me see, type and me, seed I wins, die me fears, see me leben, and me see, Jesus, Dankeschön dat je eingeschult zijn vandaag. Mocht God je zijn en we wensen je een schijne week. En mocht je deze week een zingende light week gaan. Dat we je vingen down ervoor wie je zijn. Dat je God loven en prijzen down. Non importa wie en wat voor een leer je bent zijn. We weten dat eerst in een andere tijd, in deze tijd wie we nu bent zijn. Maar waar we God loven en prijzen deze week. En ik geloof van we dat doen. Waar we aanwoorden dat ons leven deze week wat na $1 schijn gaan. Niet zo? En we kunnen hem aan aansporen. Zo, God is zijn met je. Dankzij dat je aangeschuld bent. En dan zijn we ons nog eenmaal weer nächste week. God is zijn.